Nachläufer direkt hier vorne. Eieiei. Ich stehe am Edersee. Das tut man nicht alles für einen Fisch. Macht das nicht nach. Das ist nicht cool. Find the Bait, Teil 2 an der Schwalm oder die Rückrunde, die Revanche, wie auch immer. Ich kann es mir nicht nehmen lassen. Ich muss einfach hier nochmal angreifen. Ich muss gucken, ob ich hier einen Fisch rausbekomme. Ich habe die ganze Woche mit mir gehadert. Kannst du doch nicht machen. Ist ja jetzt kein unbekanntes Gewässer mehr. Ist mir gerade total egal. Ich bin total im Zwang. Ich muss hier hin und ich muss hier was rauszaubern. Ich muss es einfach nochmal versuchen. Es ging mir so viel durch den Kopf. Einige von euch haben in die Kommentare geschrieben, was ich anders machen kann, welche Köder ich noch mitnehmen soll. Das habe ich mir natürlich zu Herzen genommen. Schöne Grüße gehen raus. Ich zeige euch, was ich dabei habe gleich. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Spot, wo ich anfangen möchte und dann geht's endlich los. Ich bin Robert und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ab geht's! Gleich mal auf die Tacklebox zu sprechen kommen, und zwar habe ich ein bisschen was anderes dabei, mehr Barsch, kleinerer Hecht würde ich sagen. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, es ist Forellenschonzeit, wir sind im Fließgewässer, es können immer Forellen unterwegs sein, ist völlig klar. Da möchte ich auf jeden Fall Abstand von nehmen, die sollen ihre Schonzeit haben und das ist auch mehr wie richtig so. Ich habe aber nichtsdestotrotz Gummis dabei. Gummis bis 7,5, 8 cm und Köpfe dann 4, 6, 8, 10 Gramm, sowas in der Richtung. Also ein bisschen leichter wie vorher. Dann habe ich Krebsimitate dabei. Ich habe auch wieder Chatterbaits dabei, aber ein bisschen kleiner. Ich habe Hardbaits dabei. Ich habe Zikaden dabei, die ich wahrscheinlich hier, wird schwierig, vielleicht am Wehr hinten. Ich habe was fürs Netrig dabei. Und ich habe Spinnerbaits dabei. Spinnerbaits wurden fürs letzte Mal vermisst. Kann ich verstehen, stimmt auch. Hätte ich gut ausprobieren können. Diesmal wird es ausprobiert. So, hier soll es losgehen. Kleiner Bach, der reinkommt. Hier wirklich schöne Stellen. Ist halt immer die Frage, steht da Fisch? Wie lethargisch sind die gerade? Wir haben es heute Außentemperatur 6 Grad. Und was für Köder wollen sie, ne? Wenn man das immer vorher wüsste, wäre es ja langweilig. Nächste Stelle. Ich weiß nicht, wer es erkennt. Hier waren wir schon mal. Das ist übrigens ein Trödelmarktfund von Quantum. Das war irgendwie wahrscheinlich eine Geschäftsauflösung oder was, die da verkauft wurde oder irgendwie sowas. Hat mir aber gut gefallen. Er hat 3 verschiedene Ösen vorne dran. Und somit kann man den in 3 Tiefen laufen lassen. 1, 2 und 3 Meter. Oder 1,5 und 2 oder irgendwie so. Ja, auf jeden Fall kann man da mit einem Köder so ein bisschen rumprobieren. Das ist ganz cool, denke ich. Also ich muss ja sagen, ich wäre heute auch mit dem Zander zufrieden. Nein, auch mit dem Barsch zufrieden. Es sollen Barsche hier drin sein, es sollen Zander, Hechte, alles soll hier drin sein. Ich habe aber noch nichts gesehen. Also den Nachläufer, den ich da hatte beim letzten Mal, war hochinteressant, aber ich glaube immer noch, dass es eine Forelle war. Ich meine, einen dunkleren Rücken gesehen zu haben, Kopf- und Rückenpartie. Und halt eher so ein Grauton, wenig grün oder sowas. So, ich laufe jetzt wieder hier um diesen Campingplatz herum, weil ich da irgendwo da hinten vorne nicht durchkomme. Alles abgezäunt. Ich bin auf dem Gelände vom Campingplatz gerade gewesen.
Und ja, muss jetzt einmal komplett außen rum, um dann weiterzukommen. Währenddessen habe ich gedacht, kann ich euch mal gerade erzählen, was für eine Route ich dabei habe. Und zwar von Sportex, 2,45 Meter, 11 bis 31 Gramm. Die Illusion, alleine die Optik feiere ich schon total. Ich weiß, tut eigentlich nichts zur Sache, aber ich feiere es trotzdem. Da drauf habe ich eine Rolle von Shimano, Shimano Miravel 4000er, ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert, aber ist auch nicht so schlimm. Das ist vom Gewicht her und so. Passt das, fühlt sich gut an, von daher, ja. So, ich bin am Wasser. Jetzt geht's weiter. So, ich kämpfe mich einmal durch den Busch. Ja, ich bin ein Buschmensch und fange keinen Fisch. Mein Überleben ist nicht gesichert. Ich muss jetzt sterben. Aua. Ganz genau, so ist es. Ich denke schon, warum kommt der Köder nicht an? Ich habe da oben im Baum festgehangen und guck so geradeaus und denke, hä? Wo bleibt er? Ja, und habe nicht ganz gemerkt, dass ich da oben drin hänge. Ich Dödeldepp. Mann, manchmal, naja. Ja, sonst keiner dabei ist zum Lachen, lache ich wenigstens mit mir selber. Selbst die Fische unter Wasser lachen über mich. Jetzt kommt wieder die beste Stelle, die Fischtreppenüberquerung. Aber diesmal sind die Steine was trockener. Das macht mehr Mut. Ich führe den jetzt genau hier an diesem Baumstamm vorbei. So richtig schön. Ich stelle mir vor, wie lecker das für so einen Hecht oder Barschi sein muss. Ich bin gar nicht sicher, ob hier überhaupt Barsche drin sind. Ich bin mir auch nicht sicher, ob hier Hechte drin sind. Ich bin mir nicht sicher, ob hier überhaupt was drin ist. Ich stehe jetzt quasi hier auf dieser Wehranlage. Ja, viel weiter will ich jetzt nicht unbedingt laufen, weil das wird hier alles kaputt und matschig. Das muss nicht sein. Okay, nächster Köder. Wie das immer so ist. Schreibt mal rein, was soll ich jetzt als nächstes werfen? Ich warte so lange. Okay, mache ich. Den kleinen Scheißer hier, den mag ich ja, ne? Das ist Chartreuse, Purple Chartreuse. Schon geil. Gibt es ja so ähnlich, sehen die von Keitech auch aus. Und das ist ja schon ein Erfolgsköder, ne? Also bei mir zumindest. Zum Barsche zaubern ideal. Also der Gummi bringt's auch nicht. Was bringt's denn? Der Noisy Billy hängt im Baum. Man glaubt es kaum. Aber Köder hat der Bär zu verschenken. Man braucht aber trotzdem nicht denken, dass der Mann den Fisch hier fängt. Nein, nur den Köder, den hat er verschenkt. Alter, ich könnte doch Goethe werden oder Shakespeare, nee, Schiller. Wer war das? Mann. Auf jeden Fall irgendwas anderes als Angler. Nachdem der kleine Süße hier jetzt auch nichts gebracht hat, ziehe ich jetzt weiter den Fluss runter und guck mal, ob sich da jetzt noch was tut. Da habe ich ja zumindest letztens den Nachläufer gehabt und ich finde, da sieht es auch sehr gut aus. Ja, ich befürchte zwar, irgendwie habe ich dieses doofe Gefühl in mir, dass das schon wieder so ein Video wird. Naja, egal, durchziehen, weitermachen. Der Fisch kommt, bestimmt. Wer von euch kennt diesen Ort? Hier kann man ganz toll baden gehen, kann ich euch sagen. Also, nein, kann man eigentlich nicht. Wo ist eigentlich der Köder? Ist der schon weg? Lass mal gucken. Hängt der da noch? Ja, da hängt er noch. Ach, ärgerlich. Kommt der Ärger gleich wieder auf. Ich werde aber jetzt nicht versuchen, den da rauszuholen. Versuche mal einen Fisch rauszuholen. Mal gucken, ob sich da was tut. Salat gibt's hier.
Braunen Salat. Ich angel Salat. Professionell. Und was haben wir da? Salat. Wer mag alles Salat? Ich mag Pizza. Currywurst. Mit Mayo. Pommes und so. Ich mache jetzt hier als nächstes nochmal ein Gummi drauf. Mal kicken, ob damit was geht. Und ich wüsste sonst auch nicht mehr, was ich ausprobieren soll. Spin the bait. Bei den Brits ist immer das Blade. Ich bin jetzt so weit. Das No Catch Fever ist voll im Gange. Ich glaube, ich hab einen an der Spange. Ach ja. Das Leben könnte so schön sein. Ja Leute, ich muss mich schon belichten. Es ist schon ordentlich dunkel. Es war schon wieder ein Reinfall. Was soll ich sagen? Hier gibt's keinen Fisch. Die sind alle ausgewandert oder so. In den Süden. Hey, ab in den Süden. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gepackt, hier was rauszukriegen. Ja, ich will das Video aber nicht so enden lassen. Drum würde ich sagen, fahre ich nochmal zu einem anderen Gewässer. Also werde ich noch ein neues, unbekanntes Gewässer in diesem Video ausprobieren. Und ihr seid natürlich mit dabei. Für euch ist das jetzt ein Cut und dann geht's weiter. Willkommen zurück. Ich stehe am Edersee. Für mich ein unbekanntes, ein neues Gewässer. Ja, also gibt es in dieser Folge doch noch ein unbekanntes Gewässer. Find the Bait geht weiter. Mit dabei Baitcast-Route W4 von Westin, 50 bis 150 Gramm, kennt ihr aus dem vorherigen Video. Revo Beast von Abu Garcia ist drauf. Kleine Stahlspitze habe ich auf jeden Fall dran. Hier kann man ja auch mal was Größeres fangen. Schön wär's. Ja, mal gucken, ob was rauskommt. Ich bin an den Steilufern unterwegs und überspringe die flacheren Dinge oder die Dinge, die halt gar nicht begehbar sind. Aber ich versuche an die steilsten Kanten zu kommen, die irgendwie gehen, damit ich ja über den Fischen angeln kann. Ans Freiwasser komme ich ja vom Ufer aus nicht. Deswegen gucke ich mir die steilsten Stellen an. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch auskennt mit solchen Gewässern und was ihr sagt, jetzt so Mitte Dezember, ob man da was rauszaubern kann. Das wird der Hauptköder des Tages sein, Rapala Soft Oleo mit, wie gesagt, unten so ein bisschen Motoröl, oben schön gelb, UV-aktiv. 80 Gramm hat das Ding, damit komme ich hoffentlich weit raus und kann halt einfach durchleiern und Strecke machen. Ich variiere im Moment die Tiefe immer. Ich gucke, dass ich so zwischen 3 und 4 Metern einmal lande und dann so zwischen 5 und 6 Metern einmal. Und so fische ich dann jede Stelle einmal ausgefächert, so auf 3 bis 4 Meter und einmal ausgefächert auf 5 bis 6 Meter. War schon mal einer von euch am Edersee vom Ufer jetzt hier so im Winter, im Dezember unterwegs und hat geworfen? Ich habe gerade noch jemanden getroffen, der eine Deadbait-Montage auslegt. Aber ja, würde mich interessieren, ob einer von euch so schon mal unterwegs war hier und Erfahrungsberichte vielleicht in die Kommentare schreiben kann. Seht ihr eigentlich diese Wolken, diesen Nebel, der da oben in diesen Bergen hängt? Da kriege ich ja schon richtig Feeling, ne? Da kriege ich so richtig Bock. Das macht mich total an, muss ich sagen. Ich liebe auch solches Wetter. Oh, Nachläufer direkt hier vorne. Eieiei. Das war ein schöner Hecht. 60 wird er gehabt haben. Habt ihr das gesehen? Oh Mann, oh Mann. Okay. Da ist er wieder. Guckt euch die Sau an. Ist ihm der Köder zu groß?
schnall mal ganz schnell um und mach mal den Gummi drauf. Er ist natürlich in ganzen Ecken kleiner. Vielleicht will er den haben. Also. So ein Nachläufer weckt natürlich Hoffnung. Aber ich stelle mir dann wieder 1000 Fragen. Kleinerer Köder, größerer Köder. Schneller führen, langsamer führen. Zwischendurch vielleicht einfach mal durchsacken lassen. Vielleicht reagiert er da drauf. Gute Frage, ne? Was würdet ihr in der Situation tun? Okay, Soft-Oleo wieder drauf. Und dann will ich nochmal versuchen, ihn rauszulocken. Vielleicht hat er sich überlegt, oh, jetzt war der 3 Minuten nicht da. Ich hätte den doch besser beißen sollen. Jo. Das ist der Plan. Mal gucken, ob es funktioniert. Gucken, ob ich denken kann wie ein Hecht. Also der Kollege hat wahrscheinlich den Braten gerochen. Der ist auch jetzt nicht mehr nachgelaufen, weder auf dem Gummi noch auf dem Soft-Oleo. Das ist auch ein Gummi, naja, egal. Aber gut zu wissen ist schon mal, dass das so meine Zähltiefe zwischen 3 und 4 Metern war. Dann stehe ich da schon mal gar nicht so schlecht. Ich werde trotzdem weiter versuchen, auch auf die 5 bis 6 Meter meine Stellen auszufischen. Safety's first. Vielleicht stehen die Tiefen schon ein bisschen größer. Die größeren schon ein bisschen tiefer. Wow, also wenn man in die Richtung guckt, dann ist das ja wohl, als wäre man irgendwie in Alaska oder irgendwas unterwegs mit diesen nebelverhangenen Bergen. Diese Stimmung ist einfach, ist das geil. Ich liebe Angeln, auch ohne Fisch, aber mit Fisch noch viel mehr. Deswegen holen wir uns heute ein, hoffentlich. Erstmal ein Brötchen verkassen, tuckeln mit dieser Aussicht. Kann man mal machen. Am nächsten Platz angekommen. Hier sieht es ja wohl super genial aus. Ah, da war wieder einer. Drecksau. Schon wieder ein Nachläufer. Diesmal auf der Tiefe von so 5, 6 Metern. Aber der hat mich gesehen. Zack, drehte der sich rum und war weg. Ein bisschen schneller führen vielleicht. Oder Rucks reinsetzen oder sowas. Ich komme mir so vor, als würde ich hier in so einem Tagebau rumlaufen oder sowas. Hier mit diesen einzelnen Stufen. Das ist auch das Einzige, worauf man laufen kann. Das ist auch ziemlich weich hier. Das muss man ein bisschen aufpassen. Sonst gibt es schon wieder einen Badetag. Naja, nass werde ich auch von oben, weil ich weiß nicht, ob ihr auf dem Wasser das sehen könnt. Es regnet. Die ganze Zeit. Zwar nur leicht, aber es regnet. Herrlich. Ist das schön. Ob ich es da wohl runter schaffe. Ohne mich zu maulen. Ich würde sagen, auf den Versuch kommt es an. Ne? Genial. Das ist eine wunderschöne Stelle. Schön steil. Da kann man noch ein paar Köder verlieren. Tut man nicht alles für einen Fisch. Es wird ein Akt, hier wieder raufzukommen. Macht sowas nicht nach, auf gar keinen Fall. Das ist dumm. Sowas machen nur dumme Leute. Und ich. So, hier steht jetzt eine ganz große Mutti, die sich gerne noch ein paar Winterkalorien aneignen möchte. Hier, bitteschön. Ja, jetzt muss ich langsam wieder raufkraxeln. Auch hier hat nichts gebissen, auch kein Nachläufer mehr. Ich weiß nicht, ob die Zeit jetzt rum ist. Vielleicht geht heute Abend noch mal was, ich weiß es nicht. Ja, ich habe mir den Kescher an den Rucksack geschnallt. Die Route nehme ich so. Dann habe ich aber irgendwie eine Hand mehr frei, um hier wieder rauf zu kraxeln.
Macht das nicht nach. Das ist nicht cool. Naja, aber mal was anderes. An der Stellenwahl kann es nicht liegen, oder? Was sagt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Also jetzt hier die steilsten Kanten vom Ufer aus müssten ja eigentlich das Interessanteste sein, oder? Wo die Fische irgendwo an der Struktur stehen können, aber wo man halt vom Ufer aus dann auch recht tief runterkommt. Ja, also ich glaube, es kann gar nicht so falsch sein. Ich meine, ich hatte ja schon mal die 2, 3 Nachläufer. Ob das jetzt 2 oder 3 Fische waren. Ich denke, es waren 2, aber wie auch immer. Ja, schreibt das mal rein, wie ihr das seht oder wie ihr das Ganze angehen würdet. Sorry Leute, aber ich muss mich auch am Edersee geschlagen geben. 15 Minuten ungefähr ist es dunkel hier. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera so rüberkommt. Es ist schon ordentlich finster. Die 3 Nachläufer haben mir wirklich Mut gemacht und Hoffnung gemacht, aber es kam nichts mehr raus. Ich bin jetzt unterwegs gewesen, so ungefähr 6 Stunden und es war nichts zu machen. Naja, ganz so falsch kann ich ja nicht gelegen haben mit meiner Spotwahl, mit meiner Köderwahl, weil sonst hätte ich die Nachläufer nicht gehabt. Schreibt ruhig mal rein, was ihr anders gemacht hättet, wie immer, ob euch der Edersee bekannt ist und so weiter und so fort. Schreibt alle Infos rein. Ich kann nur was dazulernen. Vielleicht können wir uns alle ein bisschen austauschen. Wäre cool. Ansonsten würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr ein Like da lasst, kommentiert und natürlich den Kanal abonniert. Allerwichtigste, damit ihr nichts verpasst in der Zukunft. Es wird noch ganz viel interessante, tolle Geschichten und Abenteuer geben. Für mich ist Angeln auch ein Erlebnis, ein Abenteuer. Und wenn ihr dabei sein wollt, würde ich mich riesig freuen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao!